Hallo zusammen, heute zeige ich euch ein leckeres und einfaches Rezept für einen Frühlingsflammkuchen mit Bärlauch, also lasst uns direkt loslegen. Als erstes bereiten wir den Teig vor, der muss etwas ruhen, wer aber wenig Zeit hat, kann selbstverständlich gekauft benutzen. Wir wiegen zuerst 250 Gramm Mehl in eine Schüssel und geben einen halben Teelöffel Salz hinzu. Dann mischen wir alles kurz durch. Und als nächstes geben wir 2 Esslöffel Olivenöl hinzu. Dazu kommt 125 ml lauwarmes Wasser. Wir vermischen alles gut und kneten den Teig dann mit der Hand zu einem glatten Teig. Dazu können wir den Teig mehrere Minuten lang kräftig durchkneten. Der Teig sollte nicht kleben, aber auch nicht zu hart sein. Wenn er zu hart ist und sich nicht leicht kneten lässt, können wir nach und nach einen Teelöffel Wasser hinzugeben, bis die Konsistenz stimmt. Sobald der Teig die richtige Konsistenz hat, legen wir die Teigkugel in eine Schüssel und bedecken ihn mit einem sauberen Geschirrtuch. Wir lassen ihn bei Zimmertemperatur für mindestens 30 Minuten ruhen, damit der Teig etwas weicher wird und sich leichter ausrollen lässt. Während der Teig ruht, können wir das Bärlauchpesto zubereiten. Hierzu waschen und trocknen wir 50 Gramm Bärlauch und schneiden ihn etwas klein. Wir geben den geschnittenen Bärlauch in eine Küchenmaschine, ein Viertel Teelöffel Salz, 10 Gramm Pinienkerne und 10 Gramm geriebenen Parmesan hinzu. Dann fügen wir 50 ml Olivenöl hinzu und mixen alles für 30 Sekunden. Falls das Pesto zu dickflüssig ist, können wir nach Bedarf noch etwas Olivenöl hinzufügen. Das Bärlauchpesto stellen wir dann beiseite und widmen uns der Flammkuchencreme. Für die Creme hacken wir zunächst 10 Stängel Schnittlauch in feine Ringe. Wir waschen und trocknen 50 Gramm Bärlauch und entfernen dann die Enden, entweder mit einem Messer oder mit der Hand. Dann hacken wir den Bärlauch klein. Und geben ihn zusammen mit dem Schnittlauch in eine Schale. Zum Bärlauch und Schnittlauch fügen wir dann 150 Gramm Crème fraîche, 150 Gramm Schmand, ein Viertel Teelöffel Salz und frisch gemahlenen Pfeffer hinzu und rühren alles kräftig um. Anstelle von Schmand kann man auch dieselbe Menge Magerquark verwenden, wenn man es etwas fettarmer haben möchte. Anschließend rühren wir die Zutaten gründlich um, bis eine cremige Masse entsteht. Als nächstes schälen wir die rote Zwiebel und halbieren sie. Dann schneiden wir sie in halbe Ringe und legen sie beiseite, um sie später zu verwenden. Nachdem der Teig geruht hat, nehmen wir ihn aus der Schüssel und rollen auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn aus. Wir können den Teig in die gewünschte Form bringen, indem wir ihn auch etwas ziehen. Wenn der Teig dabei etwas reißt, ist das gar kein Problem. Dann legen wir den ausgerollten Teig auf ein Backpapier, welches ich auf ein großes Brettchen lege, um ihn später so einfacher in den Backofen zu schieben. Ich bestreiche ihn großzügig mit der Creme. Die Crememenge reicht für 2 Flammkuchen. Darauf verteilen wir dann die Zwiebeln und den Käse.
Backe den Flammkuchen auf der untersten Schiene des Ofens, damit der Teig knusprig und der Belag gleichmäßig gegart wird. Bevor du den Flammkuchen in den Ofen gibst, stelle sicher, dass er auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt ist. Die genaue Backzeit hängt von der Dicke des Teiges und des Belages ab, aber in der Regel braucht ein Flammkuchen etwa 9 Minuten. Vergiss dabei nicht, den Flammkuchen im Auge zu behalten, damit er nicht verbrennt. Nach dem Backen können wir den Flammkuchen mit unserem Pesto beträufeln und in Stücke schneiden und servieren. Als Beilage oder Garnitur kann man zum Beispiel einen gemischten Salat oder einen Dip aus Crème fraîche mit frischen Kräutern servieren. Viel Spaß beim Nachmachen!